zeichne auch hier in Bozen auf. Richtig krass, dass es jetzt losgeht. Mich noch von allen verabschieden, von meiner Familie, von meinen Eltern. Und ich habe ja auch hier gearbeitet in der Mühle letztes Jahr. Und ja, hier sieht man jetzt schon unsere Taschen. Sind gepackt. Wir haben jetzt nochmal versucht, alles nochmal ein bisschen genauer reinzupacken, aber irgendwie ist es immer noch viel, aber wir gefühlt nicht viel dabei haben. Die Radwege sind ja echt perfekt. Das heißt, es ist mega langweilig. Ich weiß nicht, die meisten freuen sich ja über so richtig schönen Teer und die ganze Zeit diese schönen Berge, schöne Frau, mega nervig. Puh. Wir haben jetzt knapp 50 Kilometer geschafft, aber wir haben so einen Gegenwind, wie man es wahrscheinlich hören wird auf der Kamera. Boah, so anstrengend, man tudelt hier mit 12 km/h vor sich her. Macht gerade nicht die Menge Spaß. Boah, der Wind eskaliert komplett. Wir kommen nicht voran. Dämliche 8 km/h. Scheiße, ey. Habe mich länger nicht mehr so über den Berg gefreut. Jetzt sind wir bestimmt 80 Kilometer gefahren auf der Geraden. Super Radweg und alles. Und jetzt geht's 400 Höhenmeter ein paar Kilometer lang hoch. Das fetzt, richtig Bock drauf. Hier unterscheide ich und der Hans sich. Hier ist ein richtig steiler Berg. Hans freut sich richtig drauf. Endlich mal was anderes. Und ich bin voll am Verrecken. Mal schauen, ob ich mit der Zeit auch froh über solche Herausforderungen bin. Alter, der Hans spackt. Und so fit ist er auch wieder nicht. Sag's nochmal. Nein. Wieso nicht? Nicht vor Kamera. Nicht vor der Kamera? Nee. Wieso? Nein. Ich wiederhole es. Hans, Entschuldigung, dass ich nicht trainiert habe. Das gibt mir sowas von recht. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, auch wenn ich jetzt weiß. Ja, jetzt sind wir gerade am, wie heißt das Ding? Lago di Caldonazzo. Ja, jetzt machen wir hier ein Päuschen. Das erste Mal unser Benzinkocher kommt jetzt zum Einsatz. Ja, hoffentlich funktioniert der. Hoffentlich geht er noch, ja. Seit dem Balkan oder sowas. Krass. Wir suchen uns den ersten Zeltplatz überhaupt auf unserer Reise. Hier schaut es eigentlich echt cool aus, weil es auch flach ist und ein paar Essmöglichkeiten gibt und sowas. Aber es ist ein bisschen auffällig. Also vielleicht suchen wir noch ein bisschen weiter. Franzi, wie mit den kleinen Kinderchen. Komm vom Baum runter.
so bescheuert, dass die oben auf dem Baum einen Zeltplatz sucht. Das macht keinen Sinn. Ich muss die Hängematte mitnehmen. Ja, nein, Hängematte hat nicht Platz. Es wird langsam Abend. Wir haben eine echt lange Strecke hinter uns, also viel mehr als geplant war. Und jetzt waren wir die ganze Zeit auf Zeltplatzsuche, weil halt wollten wir mal das erste Mal zelten. Jetzt habe ich einfach ein paar Arbeiter gefragt, die hier in den Äpfelwiesen arbeiten, und der Besitzer war zum Glück dabei und der hat gesagt, ja, er hat hier diesen Hof, hier wohnt niemand und wir können uns hier einfach gerne einen Platz aussuchen, und jetzt werden wir uns da oben hin. Hallo! Wir haben unsere erste Nacht im Zelt verbracht. Mhm. Bei mir war sie eher, naja, bescheiden. Wie war es bei dir? Das ist ein Interview, oder was? Ja, gut. Hat schon gepasst. Ich bin nicht geschlafwandelt, trotz Vollmond. Das ist schon mal gut. Ja, da waren wir uns eigentlich sicher. Ja. Also wenn man so den ganzen Tag Fahrrad fährt, dann beobachtet man ja die Natur, und ja, wir sehen halt ganz viele Enten, die so gemeinsam sind. Wir sehen aber auch immer wieder so Enten-Singles. Und Hans, mach mal, was sagst du dann immer? Nein, komm. Okay, er will es nicht sagen, ich sag's. Er schreit denen dann immer elitedachshow.com zu. Genau, und es gibt Hoffnung für alle. Er hat eine Partnerin gefunden. Worauf wartest du? elitedachs.com. Wir sind ja gerade beim Einkaufen und ich mache meine Vordertasche auf, quasi was hier am Lenker ist. War kein Portemonnaie drin. Jetzt wird mir richtig schlecht, weil da eine Menge Bargeld drin ist, aber das ist nicht so wichtig. Da waren halt die ganzen Kreditkarten drin, Perso, Führerschein, alles drin. Das ist eine Riesenkatastrophe. Jetzt haben wir ein bisschen rumtelefoniert. Wir haben das Portemonnaie am See liegen lassen. Das ist uns irgendwie so ein bisschen noch eingefallen. Da haben wir jetzt die örtliche Polizei hingeschickt. Gott sei Dank haben sie es gefunden. Ich bin gerade so erleichtert. Boah, das wäre so stressig gewesen, die ganzen Kreditkarten zu sperren, die ganzen Konten, die man gerade erst eröffnet hat, und viele Gänge zum Amt. Und 2 Frauen von diesem Supermarkt haben bemerkt, dass bei uns irgendwas nicht stimmt. Daraufhin haben sie uns angeboten, mit dem Auto extra zum See zu fahren, um unser Portemonnaie von der Polizei abzuholen. Wir waren überglücklich und erleichtert, dass sich diese Gelegenheit ergeben hat. Hier gibt es überall Bambus. Das ist so verrückt. Wir sind an schon so vielen Bambussträuchen vorbeigekommen. Wir dachten, wir müssen nach Asien, um Bambus zu finden. Aber nö, war sogar total erreicht. Mega praktisch, wenn irgendwie mal Stange reißt, scheißegal, Straßengraben, überall Bambus, Ersatzteile. Perfekt. Jetzt sind wir gerade den Weg einige Kilometer lang gefahren. Und jetzt. Da stand schon, dass man nicht durchfahren darf. Ja, da steht öfter, dass man nicht durchfahren darf. Nee, jetzt müssen wir echt 3 Kilometer zurückfahren. Oh Mann. Aber da gab es keine Alternative. Wohin denn? Keine Ahnung. Heute wollten wir ja so weit kommen. Mit schönen mit Rückenwind und alles. Hat alles wunderbar geklappt, die ersten 20 Kilometer. Dann ist das Portemonnaie fort. Jetzt sind wir falsch gefahren. Also heute kommen ein paar Sachen zusammen.
Wir sind jetzt hier in Valstania und hier ist so total der Kanufahrort. Und ja, ich bin selbst 4 Jahre Kanu gefahren und es ist ganz lustig hier zu sein. Wir hatten hier immer Trainingslager. Ja, richtig cool. Wie es ausschaut, bleiben wir heute hier. Es ist echt gut. Es ist auch schön flach und sowas. Nur. Der Weg ist halt echt sehr nah und da gehen einige Leute vorbei. Aber wir haben auch gerade 2 gefragt, die hier vorbeigelaufen sind. Die meinten, ja, hier ist eigentlich ganz gut, sollen wir nur bleiben. Es steht ja nicht, dass man nicht campen darf. Ja. Ich denke, aber trotzdem, wenn um 6 oder um 7 morgens wieder Leute vorbeilaufen, denken sich, Alter, what the fuck. Das Gute an dem Platz hier ist, dass wir wirklich direkt am Wasser sind. Es war eigentlich nicht so gut, weil es meistens kälter ist, wenn man neben Wasser schläft, aber man kann sich halt so ein bisschen waschen. Und da wir gestern auch schon im Zelt waren, mache ich das heute. Du auch, Hans? Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe lieber als Salzstange ins Zelt, als mich da an dem kalten Scheiß zu waschen. Da sind die letzten Ausläufer der Alpen. Ab da vorne wird es flach. Bis zum Meer. Ja, Hans hat ein bisschen Knieschmerzen leider und versucht es jetzt ein bisschen wegzudehnen. Zum Glück haben wir Füße dabei. Ja, zum Glück hat er sich selbst die Füße mitgenommen. Die Sucherei beginnt. Jetzt sind wir gerade am Rumfragen in Treviso, wo wir jetzt die Nacht schlafen. Haben noch keinen Erfolg, aber wir haben bestimmt schon 10 Leute gefragt. Ja, weiter geht's. Nächste Straße, neues Glück. Wurden hier gerade so einen Kunstladen gezogen und mussten halt so ein Bild machen und dachten anfangs, hey, ganz cool und sowas. Und hat er uns ewig lang die ganzen Bilder erklärt. Der ist gerade halbe Stunde 3 Bilder erklärt. Und fast nicht mehr losgekommen. Die ganze Zeit so interessiert tun, so, okay, juckt mich nicht. Nee, die waren halt ich musste alles übersetzen, da hat sie immer so, boah, voll boah, spannend. Krass. Ich meine, die waren echt mega nett und so. Ja. Aber ich war so, ey, ich will los, es wird langsam dunkel, wir müssen irgendwas finden jetzt hier. Genau. Aber ja, das war schon ziemlich lustig. Mein Geldbeutel? Nein, laufen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, eine kleine Werbeunterbrechung. Wir lieben den Lidl. Sind wir echt froh, wenn wir einen irgendwo anfahren können. Weil es ist einfach günstig und es gibt einfach alles. Na, jetzt echt, oder was? Ja, keine Ahnung, wo mein Geldbeutel ist. Kurze Auflösung, Geldbeutel ist da. Jetzt ist wieder Zeltplatzsuche angesagt. Hier irgendwo. Ich fand es bisher auf der Reise den anstrengendsten Tag. Sogar mit Abstand, würde ich sagen. Nicht, weil meine Knie irgendwie halt wieder geschmerzt haben oder sowas. Ich bin einfach voll der Hans Guck in die Luft. Das ist, ich muss mich umgucken, kleine Straßen sind voll schön, da vergeht die Zeit einfach so. Wenn du auf so einer vielbefahrenen Straße fährst wie heute, wo ein LKW nach dem anderen kommt, du musst halt nur nach unten schauen, dass die Linie hältst, dass du nicht irgendwie wackelst oder sowas. Oft in den Spiegel gucken, das ist halt ziemlich langweilig und halt so ermüdend. Heute ist es ein bisschen spät geworden, weil die Zeltplatzsuche ein bisschen gedauert hat und wir halt recht spät angekommen sind. Jetzt sind wir noch ein bisschen am Kochen und dann gehen wir ins Zelt. Guten Morgen. Da hinten fährt irgendein Traktor rum, der kommt immer näher.
Der pflügt gerade das Acker auf und da sind irgendwie so 1000 Möwen hinterher. Die Körner oder Würmer oder was weiß ich abzugeiern. Ich hab Hunger. Hast Hunger? Ja. Ja, Pech. Mittagspause. Da drüben waren gleich die Otter, die wir gerade gesehen haben. Die waren ja so niedlich, hey. Und hier haben wir noch das Zelt getrocknet, weil es ist so nass noch, als hätte man es gerade aus dem Fluss rausgeholt. Guten Morgen, heute geht's ans Meer. Yes! Da freue ich mich schon echt lange drauf. Endlich mal die Füße ins Wasser zu halten, auch wenn die Brühe mehr kalt sein wird. Ja, wir frühstücken gerade noch. Meine Knie machen so ein bisschen Probleme. Ich hoffe, dass wir uns mal ein bisschen in Triest ausruhen können. Ja, wir hoffen irgendwie jemanden zu finden, der uns für ein paar Nächte aufnimmt. Boah, das wäre echt schade, jetzt für 3 Nächte 150 € auszugeben oder sowas. Ja, liegt schauen wir. Halt einfach gar nicht in unserem Budget. Nee, das sprengt echt unser Budget. Yes! Wir haben es geschafft. Aufgrund meiner Knieschmerzen haben wir dann am Meer 5 Tage Pause eingelegt. Aber wie es in Slowenien und Kroatien weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, wir freuen uns.